Willkommen zu unserem heutigen Interview mit Cornelius Huber, dem Inhaber in dritter Generation von Circular Uhren. Eine Uhrenmarke, die für traditionelle und hochwertige Uhrmacherkunst steht. Heute schauen wir uns ein ganz besonderes Meisterwerk an, die Facette. Hallo Cornelius, schön, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit heute nimmst. Ja, vielen Dank, Fine, dass wir hier sein können. Die Facette sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als alles, was wir bisher von den Circular-Uhren kennen. Was macht diese Uhr so besonders und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Naja, wenn wir die Uhr einmal anschauen, sind es schon allein die Dimensionen, die anders sind als bei den restlichen Modellen. Und zum Beispiel haben wir hier 38 mm, das ist unsere kleinste Uhr, in Anführungszeichen. Es ist noch immer sehr gut tragbar. Ich trage sie auch zurzeit, weil es ja auch unsere neueste Uhr ist. Und sie gefällt mir einfach super gut. Ich erwische mir immer wieder, wie ich selbst drauf schaue und einfach nur genieße die Uhr. Deswegen 38 mm im Durchmesser, aber auch nur 10 mm hoch. Das ist dank dem Uhrwerk von La Chouperet. In den anderen Uhren haben wir das Sellita-Uhrwerk, hier eben dieses sehr hochwertige Uhrwerk aus der Schweiz. Zusätzlich haben wir eben auch noch ein ganz facettiertes Gehäuse, daher der Name auch her. Die Oberflächen, die kreuzen sich miteinander. Wie ist die Idee zu so einem facettenreichen Design? Gab es irgendwie eine besondere Inspiration? Die Inspiration kam so ein bisschen von der Entwicklung der letzten Jahre von der Kollektion, was ich jetzt auch gesehen habe, was beliebt war. Tatsächlich bin ich ja sehr, sehr viel auf Messen. Ich habe mir mal ausgerechnet, dass ich in 2024 war ich auf 11 Messen und habe da mit ungefähr 5000 Menschen direkt gesprochen auf den Messen. Das heißt, ich bekomme schon echt viel Feedback, was die Leute möchten, was ihnen gefällt, auch was ihnen bei uns in der Kollektion gefällt. Und dann ist halt doch immer wieder so, dass wenn jemand an den Tisch rankommt, dann nimmt er zum Beispiel die Brotrail, die ja auch ein sehr kantiges, auch schon facettiertes Gehäuse hat, in die Hand und sagt dann, oh, das ist aber was Schönes. Und darauf aufbauend haben wir dann eben die Facette so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also alles, was facettiert sein kann, ist facettiert, nicht nur das Gehäuse, sondern auch das Stahlband. Aber es geht weiter. Auch die Indexe sind facettiert, das heißt, die fangen quasi so an und gehen dann so facettiert nach oben. Die Zeiger genauso und nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Form sind die Zeiger facettiert. Deswegen ist so ziemlich alles facettiert in Komponenten an der Uhr, was man sich vorstellen kann. Das klingt total spannend und total schön. Gibt es besondere Features, die die Uhr noch besonders machen? Absolut. Ich habe es gerade schon erwähnt, dieses Uhrwerk von La Chouperet, das ist eine etwas modernere Konstruktion als das Sellita-Uhrwerk. Und was dann wirklich schon im Luxussegment auch ist 68 Stunden Gangreserve. Das ist nicht normal. Also die Sellita-Uhrwerke, die wir anbieten, die haben 40, das ist schon wunderbar, ne? Aber 68 ist was Besonderes. Insbesondere auch in der Preisklasse, wo wir uns da jetzt bewegen, bis 2000 Euro. Aber wenn man die Uhr jetzt auch in die Hand nimmt, das ist dann nochmal ein Unterschied vom Finishing, nennt man das, also wie die Oberfläche bearbeitet ist. Das ist erstmal durch das Design selbst, durch die ganzen Facetten enorm schwierig, das zu polieren und zu bürsten. Und dann eben auf dem Niveau, wo eine Kante ist, das fühlt man einfach, wenn man es anfasst. Und das ist wichtig. Und ich finde, damit ist es unsere hochwertigste Uhr in der Kollektion im Moment. Ich habe gelesen, dass wirklich jedes einzelne Detail perfekt sorgfältig angepasst wird. Was macht die Verarbeitung so besonders? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du so viele Facetten hast, wenn du tatsächlich auch so viele Details durchgedacht hast, die Uhr wurde entwickelt zusammen entwickelt mit Guy Bove. Das ist ein Schweizer Designer, der war früher Kreativdirektor von großen Schweizer Marken. Mit dem zusammen habe ich ganz viele Stunden verbracht und wir haben uns da wirklich auch jedes Detail überlegt. Ein anderes Detail zum Beispiel ist, dass das Reo, also die Minuterie außen, die ist nicht nur außen aufgelegt auf das Zifferblatt, sondern die schwebt ein bisschen drüber. Das ist ein Mikromillimeter Abstand, das dann aber wiederum, wenn man es sich genau anschaut, einen kleinen Schatten auf das Zifferblatt wirft. Und auch das Muster auf dem Zifferblatt. Wir hatten erst, wir sehen es hier, unser Logo.
Das sind die Zahnräder von mechanischen Uhrwerken. Danach ist Circular benannt, nach dem Zirkulieren dieser Räder. Deswegen das Logo, das soll ein Zahnrad darstellen. Und das haben wir eben auch auf das Zifferblatt gemacht. Dann hatten wir die alle synchron. Dann sieht es aber aus wie ein Spinnennetz. Und dann dachten wir, okay, das wird es nicht. Und dann haben wir sie ein bisschen, jeden Kreis so ein bisschen verschoben. Und dann kriegst du wie so eine Welle, die da durchläuft. Und das eben alles so sich auszudenken, aber auch zu produzieren, ist enorm aufwendig. Und damit kriegt man aber auch ein gewisses Luxusdesign, sage ich mal, was damit die Uhr so ein bisschen weniger tooliger macht als die anderen, die wir haben. Die anderen sind robust, solide, die Facet absolut auch, aber sie ist auch ein bisschen eleganter und sportlicher. Lass uns gerne mal über das Werk der Uhr sprechen. Was für ein Uhrwerk treibt sie an? Das, wie gerade gesagt, das ist das La Chouperet G100. Das ist eine Konstruktion aus den Anfang der 2000er. Das ist ein bisschen flacher als das Standarduhrwerk von Sellita SW200, was wir da benutzen. Und es hat eben die, muss man schon sagen, herausragende Eigenschaft von den 68 Stunden Gangreserve. Zudem lässt sich es auch sehr präzise einregulieren. Das schaffen wir meistens so zwischen 4 bis 7 Sekunden Vorlauf am Tag, ist uns auch wichtig. Das ist den Uhrensammlern auch am wichtigsten, weil ja, mechanische Uhren haben einfach eine gewisse Abweichung jeden Tag. Da lässt sich kaum was dagegen machen. Und wenn man eben ein bisschen Vorlauf hat, kann man einfach kann ich mal vormachen, dann zieht man die Krone, für was man eben weiß, so 3-4 Sekunden läuft sie am Tag vor oder 5, 6 und dann warte ich so lange, drücke sie wieder rein und dann habe ich sie wieder genau mehr oder weniger auf die ganz präzise Zeit. Automatikwerke haben ja immer einen ganz besonderen Charme. Warum war es dir so wichtig, dass die Facette ein Automatikwerk hat? Wir machen ja sowieso nur Automatikuhren. Im Endeffekt ist dann auch das, ja, unsere DNA ist in dieser mechanischen Uhrenwelt. Ob es jetzt Handaufzug ist, hatte ich in meiner Zeit auch schon gemacht, ganz am Anfang mit Pforzheimer Uhrwerken. Das Automatikwerk ist natürlich beliebt, weil es relativ unproblematisch zu handhaben ist. Ne? Man zieht die Uhr an, sie läuft, man muss sie nicht aufziehen, man muss sich da nicht so dann mit beschäftigen. Manche haben auch ein bisschen Angst, wenn sie dann die Uhr aufziehen und man vielleicht überziehen kann. Beim Automatikwerk ist das nicht, da ist eine Rutschkupplung, nennt man das. Das heißt, man kann sie im Prinzip so viel aufziehen, wie man will und es kann nichts kaputt gehen. Wobei Automatikuhr ist besser, wenn man sie nur ab und zu aufzieht und der Rest soll der Rotor machen, dafür ist sie ausgelegt. Gibt es spezifische Eigenschaften, die die Uhr besonders praktisch machen? Naja, also 10 mm Höhe ist praktisch, ne? Das sieht elegant aus und ist auch wahrscheinlich im Umgang relativ einfach, wenn du im Vergleich, wenn du jetzt eine höhere Uhr hast. Dann das Stahlband ist natürlich auch praktisch. Jetzt im Sommer, wenn man zum Beispiel schwitzt oder so, kann man es einfach abwaschen, dann ist es wieder sauber. Und was wir hier bei der Uhr sehen, ist bei der Schließe ganz toll. Hier gibt es eine Mikroverstellung, heißt das. Das heißt, normalerweise, gerade im Sommer auch wiederum, im Laufe des Tages wird dein Arm oder dein Handgelenk ein bisschen dicker. Und dann, wenn die eben am Stahlband ist, dann kann man bei den anderen Bändern einfach mal schön ein Loch weiter setzen, dann passt es wieder. Bei den Stahlbändern kann man aber nicht einfach ein Glied rausschrauben und wieder einschrauben, so wie es einem gerade passt. Von dem her haben wir jetzt hier so eine Mikroverstellung und dann kann man das einfach rausziehen und dann wieder reinschieben, jeden Tag oder jeden Abend. Aber, das ist auch eine Besonderheit, diese Schließe mit Mikroverstellung, die ist ein bisschen größer, als was vielleicht für manchen bei der Uhr passt. Und deswegen bieten wir sie auch mit der klassischen Schmetterlingsschließe an. Das ist ein bisschen weniger auftragend und eleganter. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Welche Farben oder Varianten habt ihr gerade bei der Facette? Bei der Facette haben wir 3. Das heißt, die braune, die ich jetzt trage, wunderbar passend zu meinem Oberteil hier. Wir haben die Petrol. Petrol war bei uns schon immer die beliebteste Farbvariante, bei den anderen Modellen auch und ist jetzt auch bei der Facette ganz klar die beliebteste und meistverkaufte. Und dann haben wir uns ein bisschen auf was Besonderes überlegt. Das ist Silber, aber mit goldenen Akzenten in den Indexen und Zeigern und dann grünlicher Superlumino war also was Besonderes, aber kommt auch gut an und gefällt mir sehr gut auch. Im Shop gibt es ja auch verschiedene Armbänder. Kannst du mir dazu noch was erzählen?
Im Moment bieten wir natürlich die Facet vor allen Dingen am Stahlband an, weil das so schön integriert ist und durch diese spezielle Konstruktion, die wir uns überlegt hatten, sieht es aus, als ob es ein voll integriertes Stahlband wäre. Also das ist ja eine Uhrenkategorie, die im Moment sehr beliebt ist, die voll integrierte Stahlsportuhr. Und da haben wir dann gedacht gehabt, ja, wir wollen trotzdem die normalen Hörner, das sieht man hier ganz schön, ne? Wir haben hier die Hörner, da kann man auch ein Lederband dazwischen machen. Ich habe jetzt hier eins gerade da, das kann man sich dann einfach so dahin machen. Und man kann eben das Stahlband nutzen. Die 2 Bänder haben wir jetzt dafür im Angebot. Jetzt muss man sagen, zum Sommer hin möchten wir wahrscheinlich noch ein Kautschukband dazu anbieten. Ja, das klingt super spannend, besonders die Kombination aus Design und Vielseitigkeit und Technik. Wie soll die Facette für den Träger denn erlebbarer gemacht werden? Naja, erlebbar wird sie, glaube ich, vor allen Dingen daran, wenn man sie mal ans Handgelenk anzieht und vor allen Dingen vor die Türe geht. Im Moment ist ein bisschen wenig Sonne, weil wir haben es jetzt gerade Januar, wo wir gerade zusammensitzen. Aber wenn ein bisschen die Sonne rauskommt und man dann die Uhr, man sieht es jetzt wahrscheinlich hier auch, im Studiolicht so ein bisschen dreht, die reflektiert das Licht einfach toll. Durch die ganzen facettierten Oberflächen wird das Licht immer wieder anders gebrochen. Und das ist eben das, warum ich mich darum auch immer wieder erwische, dass ich die Uhr wieder anschaue. Nicht nur, um die Zeit abzusehen oder was mir tatsächlich auch passiert. Ich schaue auf die Uhr, um die Zeit abzulesen und weiß sie nicht, weil ich eigentlich nur die Uhr bewundert habe. Deswegen, also das ist schon ein Erlebnis für sich. Ja. Ich würde sagen, da hat man einiges richtig gemacht. Ja, also ist natürlich immer persönlicher Geschmack, aber mir gefällt das sehr gut. Ja. Ja. Und zum Schluss noch die wichtigste Frage auch für Sie da draußen. Wo kann man sich denn die Uhr anschauen oder sich näher informieren, wenn man die Uhr jetzt spannend findet? Natürlich bei uns online. Wir machen natürlich auch viel mehr Videos immer jetzt in nächster Zeit, dass wir da einen guten Eindruck vermitteln können. Es gibt aber auch sowieso schon Videos von anderen YouTubern online. Wir sind viel auf Messen, oftmals in Düsseldorf, aber auch international. Und wir haben auch den ein oder anderen Juwelier, der die Uhren hat. Das gibt es bei uns auf der Homepage, kann man unter Händlern eine Übersicht bekommen, wo die Uhr tatsächlich anzufassen und anzulegen und zu kaufen ist. Ja, vielen Dank, Cornelius, für die spannenden Einblicke. Ich muss auch sagen, es ist persönlich meine Lieblingsuhr. Und wenn ihr mehr zu der Uhr erfahren wollt, schaut gerne auf circularwatches.com vorbei oder schaut euch die nächsten Videos an. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, vielen Dank. Tschüss. Ciao.